Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir haben nicht die Themen hier auf dem Kanal gewechselt. Wir machen jetzt kein Handwerk und sägen Türen aus oder ähnliches, aber ich habe ein kleines handwerkliches Ding dann doch als Vorbereitung für dieses Video gemacht und da soll es aber nicht um diese Tür gehen in diesem Video, sondern es geht um das Locked Touch. Das ist ein Smart Lock à la Nuki und Co. Und das wollen wir uns heute einmal im Detail angucken und genau dafür brauchen wir logischerweise dann gleich auch die Tür. Ja, wie gerade eben schon gesagt, ist das ja letzten Endes ein Smart Lock, welches hier quasi den Schlüssel für die Tür ersetzen soll. Und damit ich euch das optimal zeigen kann, habe ich gedacht, ich besorge mir bei eBay Kleinanzeigen eine gebrauchte, kaputte Tür, säge einfach das Schloss aus und nutze das, um euch hier im Video die Details direkt im vollen Licht und so weiter und so fort zu zeigen. Das ist immer etwas besser, als wenn man das dann an der Tür macht, wo die Größe der Tür noch eine Rolle spielt und so weiter und so fort. So kann ich euch jetzt alle Funktionen an diesem handwerklichen Kunstwerk hier zeigen. So, jetzt aber genug der nicht vorhandenen Handwerkskunst. Wir widmen uns dem Locked Touch und das ist ein Smart Lock, welches euch halt die Möglichkeit gibt, nicht über Fingerabdruck oder ähnliches, sondern über eine einfache Berührung an der Tür die Tür zu öffnen. Natürlich funktioniert das Ganze nicht über eure Körpertemperatur oder ähnliches, sondern über Bluetooth und eure Smartphone-App, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Das Ganze ist natürlich sicherheitszertifiziert. Wir haben gerade eben schon gesagt, es funktioniert über Bluetooth. Der Google Assistant ist mit an Bord und es lassen sich noch viele andere Smart Home Applikationen verbinden. Wir klappen einmal auf und gucken einmal rein, was hier drinnen zu sehen ist. Und da seht ihr im rechten Bereich schon mal das eigentliche Schloss. Links dann nochmal die Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt natürlich eine App auf dem Smartphone, die erkennt, dass ihr da seid. Dann berührt ihr das Schloss und das Schloss öffnet. So einfach funktioniert es, ganz kurz zusammengefasst. Im rechten Bereich seht ihr dann die Beschläge für das Schloss und auch den entsprechenden Touch-Sensor. Das sehen wir natürlich nachher alles nochmal im Detail, wenn es dann eingebaut ist. Auf der Seite nichts mehr zu sehen, auf der Rückseite dann jede Menge Text. Den enthalte ich euch jetzt mal ein bisschen vor, ist vielleicht nicht ganz so spannend. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber, ihr könnt das zum einen auch ohne Smartphone öffnen, über eine Codeingabe. Das finde ich ganz spannend. Es gibt einen Notstrommodus, auch das ist nochmal ganz spannend. Und rechts unten die Installation, die ich euch hier heute nicht zeigen will, die dauert ungefähr 30 Minuten. Und selbst für mich als Nicht-Handwerksexperten hat das Ganze ganz gut funktioniert. Aber dazu gibt es bessere Videos im Internet, beziehungsweise auf YouTube auch, um die Installation sich anzuschauen, als wenn ich euch hier zeige, derjenige, der keine Ahnung von Handwerk hat. Es sind verschiedenste Dinge kompatibel, also verschiedenste Schlösser und auch Bedieneinheiten und das Ganze geht auf eurem iOS-Device und auch unter Android und hier auf der Seite nochmal die Zertifizierung zur Sicherheit. Dann wollen wir uns einmal anschauen, was denn hier alles mit enthalten ist und dazu öffnen wir jetzt einmal die Verpackung, die mir übrigens optisch sehr gut gefällt. Also ich finde, das ist hier schön gelöst, macht einen richtig hochwertigen Eindruck, ist so ein bisschen wie bei Apple, ja, man packt schön aus. Das ist ja durchaus auch ein Erlebnis, welches zum Kauf von neuen Geräten durchaus dazugehört. Und jetzt gucken wir einmal, wie wir das Ganze hier rausbekommen. Hier ist so eine kleine Lasche, ich versuche das mal hier rauszuziehen, das ist es nicht. Hier oben ist so ein bisschen Pappe. Ich weiß auch nicht, irgendwo klebt es oder klemmt es noch. Jetzt machen wir es mal mit ein bisschen mehr Gewalt. Hier auf der rechten Seite bekomme ich es raus. Genau, da ist so eine Pappe oben drauf. Ja, ich weiß auch nicht, links klebt es unten noch an der Plastikverpackung fest. Okay, dann machen wir die jetzt hier einfach mal mit ein bisschen roher Gewalt ab. Dann ist das Ganze auch raus. So, ab ist die Pappe. Jetzt seht ihr hier einmal schon das gesamte Schloss und das gesamte Zubehör. Dann haben wir hier einmal einen Quick Start Guide, der übrigens offensichtlich sehr kurz gehalten ist. Ich hoffe, das bedeutet, dass es auch sehr einfach zu installieren ist. Hier wird nochmal gesagt, dass man erst die App installieren soll. Und das macht auch Sinn, denn in der App bekommt ihr die ganzen Installationshinweise wirklich dezidiert. Das ist wirklich super easy, wenn ihr die Anweisungen befolgt. Oder ihr guckt halt einfach das YouTube-Video im Internet. Auch da nochmal die Details dann auch aufgeführt, wie man das Ganze installiert. Jetzt gucken wir aber erstmal nochmal weiter rein, was denn hier überhaupt mitgeliefert wird. Und da sehen wir hier oben schon einen Ersatzzylinder oder einen Zylinder, der nachher gegen den Zylinder in eurem Schloss oder in eurer Tür getauscht werden muss. Den legen wir schon mal beiseite. Der hat nämlich hier, wie ihr sehen könnt, auch keinen Schlüssel. Also ihr braucht nachher den Schlüssel für euer Schloss nicht mehr. Dann haben wir hier einmal 8 Batterien mit dabei. Finde ich ja immer ganz gut. Wenn so viele Batterien gebraucht werden, ist es natürlich hilfreich, wenn die auch mitgeliefert werden. Dann haben wir hier einmal den eigentlichen Sensor, der von außen dann die Möglichkeit bietet, das Ganze berühren zu können, um dann auch die Tür zu öffnen. Und oben die beiden silbernen Punkte.
Die sind übrigens, um nachher mit einem 9-Volt-Block das Ganze auch im Notstrommodus öffnen zu können. Hier noch die Kabel auf der Rückseite. Dann haben wir hier einmal die Bridge, um das Ganze auch mit dem Internet koppeln zu können. Denn ihr könnt natürlich auch das Locked Touch Smart Lock aus der Ferne aktivieren. Also sprich, wenn jemand vor eurer Tür steht und ihr wollt ihn reinlassen, dann besteht auch diese Möglichkeit. Wir haben hier noch 2 verschiedene Blenden, falls in eurem Schloss oder in eurem speziellen Setup dann entsprechend die Standardblende nicht passt. Dann haben wir hier noch jede Menge Schrauben, Unterlegscheiben und so weiter und so fort. Es wird offensichtlich, ein Schraubenzieher mitgeliefert. Finde ich ja auch ganz praktisch, wenn man die meisten Sachen oder vielmehr vielleicht sogar alle Sachen schon mitgeliefert bekommt, die für die Installation notwendig sind. Dieses kleine Teil hier weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, wofür es ist. Ich habe es auch während der Installation übrigens nicht gebraucht. Also insofern, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wofür das Ganze gut ist. 2 kleine Schrauben habe ich hier noch übersehen. Warum auch immer man die nicht mit in diese Tüte hier reingetan hat, das weiß wahrscheinlich nur der Hersteller. Auch da, wenn ihr eine Idee habt, warum das so ist, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und dann haben wir hier den eigentlichen Beschlag und so weiter und so fort. Das werden wir natürlich dann jetzt gleich verbaut dann auch sehen. Das ist auf jeden Fall schon mal optisch sehr ansprechend, zumindest aus meiner Sicht. Ihr bekommt das Ganze auch in schwarz. Wenn schwarz besser zu eurer Tür passt, dann ist das vielleicht sogar noch die bessere Variante. Und während ich hier versuche, das hinten rauszufummeln, was nicht ganz klappt, man zieht aber nur einfach ein bisschen kräftiger dran, zeige ich euch jetzt direkt mal, wie das Ganze denn dann installiert aussieht, weil das ist ja vielleicht viel spannender als jetzt hier dieses Unboxing von diesen Teilen. So, gute 30 Minuten später mit ein bisschen Handwerksgeschick, wahrscheinlich sogar viel schneller, ist das Ganze installiert. Ihr seht, wir haben hier eine Tür mit Klinke gewählt. Also was heißt gewählt? Es gab halt bei eBay Kleinanzeigen kostenlos nur kaputte Türen mit Klinke. Die habe ich jetzt hier quasi einmal, beziehungsweise das Schloss habe ich hier einmal verbaut. Auf der Vorderseite habt ihr gerade den Sensor gesehen. Da ist nicht so viel von Lock zu sehen, aber auf der Rückseite dann natürlich deutlich mehr mit dem Beschlag. Hier mit unserer Klinke und unten mit dem oder vielmehr Drehregler, um dann das Schloss von innen auch bedienen zu können. Das ist ja die Möglichkeit, die ihr natürlich habt, von innen das Ganze notfallmäßig sowohl zu verschließen als auch zu öffnen, damit ihr dann nicht noch auf eine App oder sowas im Notfall quasi, wenn es brennen sollte oder ähnliches, nicht auf eine App angewiesen seid, sondern da könnt ihr hier einfach aufdrehen und könnt die Tür dann entsprechend auch komplett einmal öffnen. So, das soll es vielleicht erstmal gewesen sein. Hier noch ganz kurz die Info. Ich habe hier die Falle natürlich mit drin, dass dadurch, dass die Klinke ist, öffnet die sich quasi über die Klinke automatisch. So, jetzt gucken wir uns doch einmal an, was man hier tun kann. Denn hier unten außen habt ihr ja die Touch-Einheit, mit der ihr das Schloss auch bedienen könnt, wenn ihr kein Smartphone dabei habt. Zum Beispiel verschließen, einfach auf den Pfeil nach oben gedrückt halten und dann sehen wir im Hintergrund, dass jetzt die Tür verschlossen ist. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten, um das Ganze wieder zu öffnen. Zum einen könnt ihr natürlich jetzt hier gleich, so wie hier auch angezeigt, einfach die Berührung nutzen. Das bedeutet rechts, oder beziehungsweise ihr seht jetzt nicht, links liegt mein Smartphone. Das ist erkannt worden, dass wir da sind und hier kommt auch schon die Begrüßungsnachricht, Schloss ist geöffnet. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr euer Smartphone dabei habt. Jetzt mache ich eben mal hier links oder beziehungsweise neben der Kamera das Bluetooth von meinem Smartphone aus. Wir simulieren also mal, das Smartphone wäre nicht dabei. Jetzt werden wir das Ganze noch einmal verschließen. Gleiches Prinzip wie mit Smartphone, da ist also kein Unterschied, aber ihr werdet gleich sehen, dass der Unterschied natürlich dann beim Öffnen ist. Denn jetzt können wir nicht durch die Berührung des Smart Locks hier einfach das Ganze entsperren. Würde ja auch keinen Sinn machen, sondern könnte ja jeder, der vorbeikommt, euer Schloss öffnen. Das funktioniert jetzt nicht. Aber ihr könnt jetzt hier einen Code eingeben. Und zwar habt ihr den vorher festgelegt und links drückt ihr sozusagen eine Ziffer nach oben, rechts bestätigt ihr. Ich habe jetzt hier einfach mal 3-mal die 1, 3-mal die 2 genommen. Das Ganze wird verifiziert und schon öffnet sich das Schloss. Das ist natürlich super hilfreich. Zum einen, wenn ihr euer Smartphone nicht dabei habt, der Akku leer ist oder ähnliches. Und ihr seht hier oben übrigens auch nochmal die 2 silbernen Nippel über dem Touch-Sensor. Da könnt ihr eine 9-Volt-Batterie dranhalten, um selbst wenn das Schloss keinen Strom mehr hat, in die Wohnung zu kommen. Also super easy und auch hilfreich. Viel spannender ist aber natürlich die Bedienung über die App. Natürlich ist auch gut, dass wir die Möglichkeit haben, das Schloss direkt zu bedienen, aber die App ist natürlich das Kernstück der ganzen Geschichte. So, im oberen Bereich seht ihr, dass ein Update verfügbar ist. Das muss ich irgendwann später nochmal installieren. Wir sehen dann hier, dass über 3 Reiter das Ganze zu steuern ist. Einmal über die Steuerung, dann über Schlüssel und System. Im unteren Bereich habt ihr zum einen in der Mitte den Status, der jetzt auf unverschlossen steht. Wir drücken jetzt aber einmal auf Verschließen und dann sollte der sich jetzt gleich auch ändern. Hier sehen wir, die Tür ist jetzt verschlossen. Und ihr seht, der Status hat sich auch geändert. Jetzt öffnen wir das Ganze nochmal. Na, drücken wir nochmal. Hat er nicht genommen.
Jetzt hat er es aber genommen. Das Ganze funktioniert über die Bridge natürlich auch von unterwegs. Also sprich, wenn ihr im Büro seid und steht jemand vor der Tür, habt ihr die Möglichkeit, denjenigen halt entsprechend auch reinzulassen. Oder euer Kind oder wer auch immer steht vor der Tür. Ne? Das spielt ja am Ende keine Rolle. So, Schlüssel ist ein wichtiger Punkt, denn Schlüssel ist letzten Endes nichts anderes als euer virtueller Schlüssel sozusagen. Da könnt ihr zum einen einen Namen vergeben, eine Willkommensnachricht, den Code definieren. Auch das habt ihr ja vorhin gesehen. Wenn wir das Smartphone nicht dabei haben, müssen wir den Code eingeben. Wir können die Touch-to-Open-Reichweite verändern. Also normalerweise bedeutet Touch-to-Open, ihr verlasst einen Radius von 500 Metern. Wenn ihr dann wieder zurückkehrt, wird das Smart Lock in den Status versetzt, dass ihr es quasi über die Bedienung, wenn es per Bluetooth euch erkennt, über die Bedienung über Touch einfach öffnen zu können. Das hier unten natürlich auch noch zu aktivieren. Und Auto-Unlock bedeutet, dass das Ganze, dass der Türriegel sich öffnet, wenn du dich in der Nähe befindest. Ich aktiviere das jetzt auch mal, weil da gibt es nämlich noch ein bisschen zusätzliche Hinweise und die können wir hier auch noch mal lesen. Da wird das Ganze versucht oder beziehungsweise gelöst über die Bluetooth-Erkennbarkeit und das Ganze da dann entsperrt, wenn eine Verbindung hergestellt ist. Da muss man sich überlegen, ob man das unbedingt haben möchte oder nicht, weil dann halt eben auch der Türriegel komplett mit rausgenommen wird. Viel spannender ist vielleicht für euch aber auch noch, dass man hier die Möglichkeit hat, natürlich weitere Schlüssel zu vergeben. Denn ihr wollt ja vielleicht nicht die einzigen sein, Kind, Mama, Papa, wer auch immer. Ja, irgendwer will vielleicht auch noch zugreifen und vielleicht auch, ich sag mal, der Postbote, wenn ihr dem vertraut, ja, zum Beispiel. Dann habt ihr die Möglichkeit, diese Schlüssel, und die Funktionen sind die gleichen, wie die wir vorhin gesehen haben, zeitlich auch zu begrenzen. Also sprich, in einem bestimmten Zeitraum oder es kommt jemand zum Blumengießen, ich sag's mal so, ja, dann könnt ihr da einen Schlüssel erstellen, der nur während eures Urlaubs Gültigkeit hat und sich dann danach automatisch löscht. Das ist natürlich super praktisch, wenn jemand nur temporär Zugang bekommen soll. Darüber könnt ihr quasi diese Schlüsselverfügbarkeit bzw. die Gültigkeit entsprechend limitieren oder natürlich auch sonstige Konfigurationen vornehmen. Im Bereich System ist es so, dass wir da natürlich alle Einstellungen zu unserem Smart Lock vornehmen können. Wir sehen zum einen den Batteriestand, wir sehen den WLAN-Zustand, wir sehen die Bluetooth-Konnektivität und wir haben im unteren Bereich dann noch einige verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Zum einen den Twist Assist, wenn ihr über diesen Drehknopf dreht, werdet ihr durch den Motor unterstützt. Wir haben noch Auto Unlock. Das bedeutet, wenn die Tür verschlossen wird, wird das Ganze, also wenn ihr die Tür schließt, wird sie auch direkt verschlossen. Wir haben Touch to Connect. Das ist eine Funktionalität, da gibt es hier nämlich auch noch ein kleines bisschen an Zusatzinformationen. Das sind immer so die Sachen, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte oder sich zumindest genau durchlesen sollte, was denn da geschrieben ist. Denn Touch to Open haben wir ja gerade schon gesehen. Touch to Open ist die Funktionalität, ihr kommt in den Radius, euer Smartphone informiert das Schloss, dass ihr da seid. Sobald eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird, könnt ihr über Touch to Open öffnen. Touch to Connect bedeutet, dass wenn ihr einfach mal kurz rausgeht und diesen Radius von 500 Metern eben nicht überschreitet, dass ihr dann trotzdem die Tür öffnen könnt. Ihr bringt den Müll raus, runter in den Keller oder in den Garten oder wo auch immer und dann könnt ihr die Tür trotzdem öffnen. Das funktioniert über die 2 Bluetooth-Antennen, die verbaut sind, an der Innen- und an der Außenseite und da wird gemessen, wo sich euer Smartphone befindet. Befindet sich vor der Tür, könnt ihr die Tür öffnen, befindet sich in der Tür, logischerweise könnt ihr die Tür nicht öffnen. Das ist aber, und das schreibt der Hersteller hier auch selber, natürlich mit einer gewissen Toleranz zu sehen und deswegen sollte man auch da sich genau überlegen, ob man es aktiviert oder beziehungsweise einmal ausprobieren, ob es für euch sicher und sauber funktioniert. So, was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Auch das ganz spannend. Ihr könnt die Tür zu einem gewissen Zeitpunkt automatisch öffnen lassen. Autolock oder beziehungsweise in dem Fall Autolock bedeutet natürlich schließen, also sprich, habt die Möglichkeit, die Tür auch zu schließen. Gleich kommen wir noch zum Öffnen. Wir stellen jetzt hier einfach mal ein, dass Samstag um 18:45 Uhr die Tür verschlossen werden soll. Das ist ja in einer Minute. Und wir stellen gleichzeitig auch mal ein, dass sie dann um 18:46 Uhr auch wieder geöffnet werden soll. Auch das sind ja Möglichkeiten, wenn ihr wisst, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt jemand kommt, könnt ihr die Tür halt öffnen lassen. Das ist hier die Möglichkeit, dann entsprechend eine Zeit vorzugeben. Öffnungszeiten bedeutet, dass die Tür in diesem Zeitraum für jeden geöffnet wird. Da sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber es macht vielleicht Sinn, wenn die Kinder im Garten sind oder ähnliches, können sie halt einfach durch eine Berührung an der Tür dann entsprechend das Schloss öffnen. Da könnt ihr hier auch entsprechende Timecodes versehen, damit das Ganze dann auch nur in diesem Zeitraum
funktioniert. Schloss kalibrieren dürfte, denke ich, klar sein. Da wird die Reichweite oder beziehungsweise die Notwendigkeit, den Drehknopf zu drehen, geprüft. Den Standort, das müsst ihr natürlich aktivieren, um dann entsprechend die Möglichkeit zu haben, Touch to Unlock zu benutzen. Und jetzt seht ihr, 18:45 Uhr, genau, jetzt verschließt sich die Tür automatisch. Das haben wir ja gerade konfiguriert und wir sehen, dass es auch geklappt hat. Und wir sehen auch hier, dass wir in den Benachrichtigungen entsprechend benachrichtigt wurden, dass die Tür verschlossen wurde. Dieser Benachrichtigungsverlauf ist übrigens ganz spannend, da kann man nämlich immer sehen, wer wann die Tür geöffnet hat. Das gibt es bei anderen Herstellern ja auch. Auch das durchaus ein interessantes Feature. So, wenn man hier eine neue Bridge einrichten möchte, jetzt sind wir wieder komplett am Anfang, gehe nochmal zurück, kann man das hier auch tun. Wir haben hier die Möglichkeit, Batterien aufzuladen oder beziehungsweise den Batteriestatus zu ändern. Also sind es Akkus oder eben nicht. So, jetzt muss ich das Ganze einmal wieder verbinden, weil wir gerade die Bridge rausgeschmissen haben sozusagen. Jetzt ist es wieder da. Gehen wir nochmal rein. Dann könnt ihr hier einstellen, welche Art von Batterien ihr habt und habt auch die Möglichkeit, die dann aufzuladen, so ihr dann einen Stromanschluss verknüpft habt. Unten noch Software-Update, das muss ich bei Gelegenheit dann mal irgendwann später machen. Da werden natürlich dann neue Funktionen hoffentlich auf das Schloss aufgespielt, sodass wir dann die Möglichkeit haben, da noch mehr Funktionen auch zu nutzen. Und jetzt haben wir gesehen, 18:46 Uhr, das Ganze geht auch natürlich in der Auto-Unlock oder in der Auto-Unlock-Funktion und wird dann entsprechend wieder angelockt. So, jetzt sehen wir hier aber auch noch einmal die Lautstärke, denn viele fragen mich immer, wie laut ist denn das Schloss? Und ich schließe es jetzt mal und ihr seht, wir gehen hier so auf 62, 63, 64 Dezibel hoch und ihr seht auch, dass der Abstand nicht allzu groß ist. Wir öffnen es auch nochmal. Jetzt habe ich mein Smartphone ausgemacht, jetzt müssen wir nochmal einmal hier eben den Code eingeben. Machen wir mal auf die Schnelle. So, das hat natürlich jetzt nicht geklappt, das war gerade der falsche Code. Deswegen wird das Ganze jetzt natürlich auch nicht geöffnet. Da müssen wir jetzt leider nochmal machen. Ihr seht, die Grundlautstärke ist 49 Dezibel. Jetzt geben wir nochmal den Code ein. Diesmal hoffentlich dann richtig. Man kann übrigens nicht zurückgehen beim Code. Das ist vielleicht noch was irgendwie ein bisschen schade ist. Und dann seht ihr hier, wir machen es wieder, jetzt geht es wieder auf. Wir gehen auf 66 Dezibel ungefähr hoch, 66, 67, also nicht allzu laut im Vergleich zu anderen Herstellern. Und damit sind wir auch schon bei meinem persönlichen Fazit angelangt. Kommen wir zunächst mal zur App. Die ist logisch aufgebaut, schlicht und einfach. Gefällt mir persönlich sehr gut. Die Einstellungen sind zwar sehr umfangreich, aber wenn es kompliziert wird in den Einstellungen, gibt es immer auch noch eine Erklärung. Das ist immer was, gerade wenn man sich nicht so gut auskennt, eine gute Geschichte. Die Schlüssel, die ihr definieren könnt, könnt ihr auch mit Ablauf versehen. Das auch finde ich auch persönlich sehr gut, gerade wenn man mal im Urlaub ist und jemanden nur temporär reinlassen möchte. Diesen Statusbildschirm hier am Anfang, der ist sehr schlicht gehalten, nicht überfrachtet. Das ist aus meiner Sicht auch genau das Richtige. Status ist wichtig, öffnen, schließen ist wichtig, noch mehr gehört in die Einstellungen. So, was haben wir sonst bei diesem Schloss? Denn das Lockt ist ja etwas anders als andere Hersteller. Es ersetzt ja nicht nur den Zylinder, sondern ersetzt ja quasi den gesamten inneren Bereich. Und da gefällt mir das hier von der Materialanmutung und auch von der Bedienung der Qualität wirklich richtig gut. Das Ganze gibt es auch noch in Schwarz. Das ist natürlich gerade, wenn ihr vielleicht eine dunkle Tür habt, macht das noch mehr Sinn als dieses Silber. Man muss aber dazu sagen, dass das Ganze hier ein bisschen Fingerabdrücke anzieht. Zumindest in dem Bereich, den ich jetzt hier während der Installation und so häufiger bedient habe oder berührt habe vielmehr. Der Dreh-Drückknopf hier hinten, der Drehknopf, der ist quasi nicht so sehr anfällig und das ist vielleicht auch ganz gut, weil den benutzt ihr natürlich häufiger mal. Vorne das Touch-Display, da hatte ich ein bisschen Bedenken, ob das vernünftig funktioniert, gerade mit der Erkennung von Fingern und so weiter und so fort, ist aber wirklich überhaupt kein Problem. Ich hatte tatsächlich in meinem Test jetzt nicht einmal das Problem, dass da irgendwas in der Bedienung nicht geklappt hat. Auch die Erkennung, nachher das Touch zum Öffnen funktioniert ohne Probleme, also da muss man wirklich sagen, das ist richtig gut verarbeitet, beziehungsweise die Technik dahinter funktioniert richtig gut, muss sie aber natürlich auch, denn ihr wollt ja auch wieder in eure Wohnung reinkommen. Ja, das Ganze kostet 349 €, in der schwarzen Variante ist es ein kleines bisschen teurer. Das ist im Verhältnis zu anderen Anbietern auf dem Markt aus meiner Sicht vollkommen okay. Man muss halt bedenken, man bekommt ein komplettes Schloss mit Innenausbau oder beziehungsweise mit innerem Beschlag und so weiter und so fort. Und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze hier halt eben über Touch auch von außen zu bedienen. Ihr habt eine Sicherheitszertifizierung und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht geht der Preis in Ordnung. Man muss das Schloss natürlich auch nutzen und nutzen wollen. Das gehört logischerweise dazu. Man muss einen Anwendungszweck haben für ein Smart Lock, aber ich denke, das dürfte klar sein, wenn man sich so ein Schloss anschafft. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir herzlich gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Am Ende sage ich wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.